wir haben den Wetterbericht angeguckt und es sind am Nordkap oben momentan 5 Grad. Wenn wir dort sind, wäre es aber schon 6. Herzlich willkommen bei unserem dritten Film über unsere Reise ans Nordkap. Valentina, meine Tochter, und ich, Christian, freuen uns, dass ihr uns zum Polarkreis und nach Lappland begleitet. Guten Morgen. Das erste Mal, dass wir aufwachen und wirklich schönes Wetter haben. Und vor allem ist es nicht so wahnsinnig kalt. Die letzten Tage war es wirklich 10 Grad, 12 Grad am Morgen. Heute scheint es mir doch 14, 15 Grad zu haben und das ist schon mal ganz toll, vor allem die Sonne. Die Sonne scheint hier am See unten. Ich habe wirklich das erste Mal das Gefühl, dass ich Sommerferien mache. Mit etwa 5,5 Millionen Einwohnern auf einer Fläche, die fast so groß ist wie Deutschland, gehört Finnland zu den am dünnsten besiedelten Ländern Europas. Der Großteil der Bevölkerung lebt im Süden des Landes, um die Hauptstadt Helsinki. Wir befahren die finnische Seenplatte und anschließend Lappland. Je weiter wir nach Norden kommen, umso dünner wird die Bevölkerungsdichte und umso schöner die Landschaft. Kannst noch? Ja, ich auch, genau. Es sind am Nordkap oben momentan 5 Grad. Wenn wir dort sind, wäre es aber schon 6. Aber mit Windböe von 45 Stundenkilometer. Hitzewelle. Jetzt sind wir hier leicht verzweifelt am überlegen, was wir machen. Also ja klar, wir fahren weiter, bis wir mal sagen, jetzt ist es kalt. Aber es werde mal ganz sicher am Nordkap oben sagen, dann haben wir trotzdem noch 3 Tage, wo wir da oben rumfahren müssen. Wir fahren erst zuletzt nach Nordkap. Wir gehen erstmal an Syltefjord. An Syltefjord ist auch schon bei 6 Grad. Am Schluss kann ich nicht so vom Motorrad heben. So ein Tiefkühltruhe stellen, dass wir auftauen. Aber dann ist die Frage, ob man, wenn man jetzt in Arisee sieht, dass es zu kalt ist, dass man Syltefjord einfach streicht. Und dann direkt hoch ans Nordkap fahren. Wenn du mal lustig wie das ist, dann wird das nicht so kompliziert. Rechts ist Syltefjord, links ist Nordkap. Dann fahren so und dann erst noch darüber und dann fahren direkt dahin. Also. Aber wärmer wird es wegen dem trotzdem nicht. Aber wir sind nur kürzer in der Kälte. Also. Und dann können wir das Lofoten runter. Das Lofoten immerhin schauen, wie viel Grad? 9. Hast du Badferien? Wie gestern.
Wir haben gestern 12 Grad und schon das Gefühl gehabt, boah, jetzt. Und heute war 15 Grad. Ich gedacht, ja, heute ist warm. Bei 15 Grad. Ja, kommen wir einfach nicht so schnell nach Italien oder nach Portugal, wie was bräuchte, um Wärme zu spüren. Ich würde schon reichen, wenn man nach Bern gehen würde, meine Badehose da sitzen, weißt du. Also ich meine, wir sitzen hier in der Küche, gell? In der Küche vom Camping. Weil es kalt hätten zum Duschen gehen. Das Ding ist, ich gehe mal duschen, komme auch raus und denke, oh, in der Dusche war es eigentlich ganz angenehm, ich schlafe hier. Also, wir werden morgen einfach wieder noch weiter nach Norden fahren, bis wir merken, es geht nicht mehr. Und dann werden wir euch berichten. Tschüss. Wir lassen uns nicht unterkriegen und fahren weiter. Wir wollen ans Nordkap. Unser östliches Ziel, Syltefjord an der Barentssee, lassen wir aus. Wir wollen so schnell wie möglich den Norden erreichen, um dann wieder Richtung Süden in etwas wärmere Gefilde zu kommen. Bei einer nördlichen Breite von 66 Grad und 33 Minuten überfahren wir bei wunderschönem Wetter den Polarkreis. Der Wald geht deutlich zurück und weicht Pionierpflanzen. Wir gleiten durch die Gegend bei sehr wenig Verkehr und endlosen Straßen, immer dem Horizont und dem Nordkap entgegen. Denn du hast Hunger? Ausnahmsweise mal. und wir hatten keinen Sprit mehr. Also wir sind vorher, mein Tank hat noch 7 Kilometer angezeigt. Aber wir hatten 2 Ersatzkanister. Weil ich komme halb so weit wie er mit Ersatzkanister genau gleich viel.
Dem Erreichen Lapplands treffen wir auch auf die ersten Rentiere, die wir bis zum Nordkap immer wieder antreffen und unsere treuen Begleiter werden. Fühlen wir uns? Igelig und Igelopf. Noch nicht gestochen worden? So viel Muckestiche wie ich schon habe. Ich bin sogar weg. Wir haben uns heute entschlossen, etwas wärmer zu schlafen. Und da letzte Nacht wirklich sehr, sehr kalt war und Valentina auch froh war und nicht gut geschlafen hat und heute Morgen ausgesehen hat wie, ich sag's jetzt nicht. Dankeschön, aber Dankeschön. wieso nur heute Morgen? Okay. Ist immer noch so. Haben wir uns heute ein Chalet gemietet. Hahaha, gucken wir mal hinein. Und ein Bett, ein richtiges Bett und, wenn es kalt wird, ein Heizkörper. Super, jetzt noch einmal die Maschine ein. Dann gibt's Essen. Und dann machen wir Omelette. Tschüss, bis nachher. Okay. Ja, ich glaube, weil es schon schlimmer ist. Syltefjord nachher kommt dann der Tag, wo man sagen, jetzt ist es kalt, jetzt welche machen wir? Ganz Nordkap, genau. Also. Und dann lieber Nordkap als Syltefjord, oder? Okay. Es liegen 2 wunderschöne Tage hinter uns. Wir haben Lappland erreicht und sind nördlich vom Polarkreis. Wenn ihr uns weiter auf unserem Weg zum Nordkap begleiten wollt, würden wir uns sehr freuen. Bis dann!